Oh Leute, hier ist Mo von VR, ich bin Mutansen und das hier ist endlich The Walking Dead Saints and Sinners Retribution. Ja, also das Chapter 2, der zweite Teil auf der PlayStation VR 2. Ich habe den ersten Teil auf der PSVR gespielt und geliebt. Ich habe alles durchgespielt, auch den ganzen Content, den es noch zusätzlich gab. Und es ist nach wie vor eins meiner Lieblingsspiele. Natürlich war ich jetzt auf den zweiten Teil sehr, sehr gespannt. Ich habe in den zweiten Teil auf der Pico 4 schon reingeschaut, aber nur ganz kurz, weil das natürlich eine mobile Version ist, die ist grafisch ein bisschen runtergedampft und mir war klar, ich will das Final auf der PlayStation VR 2 spielen, weil ich mir da die definitive Version erhoffe. Jetzt am 21. März kommt die Version für die PlayStation VR 2 raus und für den PC. Ich habe die Gelegenheit, jetzt hier schon in eine Early Access Version für die PlayStation VR 2 zu gucken. PC-Version werde ich offensichtlich auch noch vor Release bekommen, dass ich da mal reinschauen kann. Und wir sind hier im Menü. So, und da ist schon mal alles fein. Ja? Skybound hat in der Vergangenheit bei der PlayStation VR-Version mit jedem Update gerne mal die Resolution wieder runtergenommen und dann wieder hochgepatcht. Aber hier sieht gerade alles sehr, sehr gut aus. Es ist eine Early Access Version, deswegen funktioniert das Laden des alten Spielstandes noch nicht. Darauf verzichte ich jetzt. Wir gucken mal in die Option. Bam. Reduzierung von Übelkeit. Nein, wir wollen die Übelkeit. Alle Vignettierungen deaktivieren. Boom. So, ich schalte es an, Leute, weil ich wirklich Motion Sickness Proof bin. Wenn ihr Anfänger seid, dann lasst ihr das bitte an, so ein Zeug, ja. Das ist gut. Es hilft euch. Steuerung. Drehmodus. So, ich möchte flüssig und die Geschwindigkeit setze ich hier mal gleich auf. Nehmen wir mal 80%. Freies Umsehen möchte ich auch. Audio nehme ich mal ein bisschen runter, damit ihr mich gut hören könnt. Und bei dem HUD lasse ich alles so, wie es ist. Gut. Starte ein neues Spiel und fange 0 an. Sauberes Spiel. Ja, Tutorial starten. Machen wir ruhig, ne? Ja, wieso nicht? Ich sitze übrigens gerade auf der Couch. Ich hoffe, das Spiel schnallt es. Ah, jetzt. So, bei The Walking Dead muss man wirklich auch ein bisschen Schwung holen. Oh, hier gibt es schon mal Echtzeit-Schatten. Alright. Waffen haben eine Lebensdaueranzeige, das Messer ist jetzt kaputt, alles gut soweit. So, meine Drehgeschwindigkeit ist recht zügig. Ach ja, ich weiß nicht, ob es schon relevant ist hier beim Blah-Test. Beim Drehen merke ich, Framerate ist absolut flüssig, also gibt es hier auch keine Reprojection oder sowas. Das klingt gut. Dann hacken wir mal mehr Zombies. Tut mir leid. Tut mir immer noch leid. Ich muss erstmal. So, das ist nämlich ein Aspekt von The Walking Dead Saints and Sinners. Man kann nicht einfach um sich hacken und stechen. Man muss wirklich auch die Ausdauer beachten. Ganz interessantes Feature. Schüttel Streuner ab, wenn sie dich packen. Oh Mann. Hallo Streuner. Abgeschüttelt. Da ist auch noch einer. Abgeschüttelt. Okay. So, die Laufgeschwindigkeit, wenn ich einen Stick reindecke, kann ich erhöhen. Auch gut. Jetzt wird es nochmal interessant. Naja. Munition tun wir uns hier vorne rein. Dann Magazin raus, neues Magazin rein. Schlitten durchziehen. Alright. So, hier zum Beispiel habe ich das Gefühl, die könnte ich schon mal ein bisschen drehen. Ich mache das mal spaßeshalber. Wo war das denn? Neigung des Griffes. So, zurück. Spiel fortsetzen. Ist das besser? Ja, ist besser. So, wenn ich hier stehe zum Beispiel, kann ich die Schrift schon fast lesen. Halte die Dreiecktaste des Controllers gedrückt, aber sie jittert so leicht. Kontrolle gedrückt und wähle mit dem rechten Stick aus dem Dialog-Option. Ja, ich drück mal Dreieck.
Ain't gonna treat you as kindly as the ones in here. Total abgeschlossen. Fantastisch. Bisher bin ich begeistert. Ne? Viele sind ja mit der also mit den Motion Sticks auf der PSVR 1 nicht so klar gekommen. Ich fand das immer gut. Die Steuerung in Saints and Sinners war auch hervorragend für Move-Controller-Verhältnisse. Jetzt haben wir Analog-Sticks und alles ist einfacher. Ah ja, man kann es überspringen. Ich überspringe es jetzt, ja. Ich will euch ja von der Story jetzt auch nicht spoilern. Das ist hier nur ein erster Technik- und wie fühle ich mich in VR-Test. Tourist! You alive? Oh. Up here! So. Tourist! You need to stand up! Shit! That's a lot of blood. We gotta move! Grab your flashlight. On your chest! Let's go! Left hand! You got company! Take this! Was? Ein Hackebeil, okay. So, das Gute ist, ich habe es jetzt in der Hand und es bleibt in der Hand. Ja, ich kann es auch fallen lassen, wenn ich wieder drücke. Das fühlt sich schon mal gut an. We gotta get you up here. Und ihr seht es, hier ist überall Fuck Echtzeit-Schatten. is that? Oh, das kann ich schon mal brauchen. Something. Shit! They're flooding in! Oh oh. Behind you! Ja, es geht gleich wieder los. So, die Grafik hier drinne ist jetzt übrigens, würde ich mal sagen, okayisch. Ah, fuck. Wesentlich besser als bei der mobilen Version. Aber die Bruchstücke hier, ja, sehr, sehr raw. Die Tasche sieht dafür perfekt aus. Bin mal gespannt. Oh. So, ich... Hä? Oh Gott, wo kam der denn her? Scheiße, oh, habe ich mich erschrocken, ey, fuck. So, Pistole haben wir auch. Ich würde eigentlich das jetzt hier hinhängen. Die Waffe und das Hackebeilchen sehen sehr gut aus, ja. Noch mit schönem Shading. Mal sehen, was passiert, wenn wir hier rauskommen. Die kleinen Splitter, die hier liegen, die haben auch irgendwie Reflexion. Und wie gesagt, es ist gerade so eine Mischung, ne? Manche Sachen sind sehr detailliert. Die Bruchstücke hier von Dach, die sehen super raw aus. Aber man merkt jetzt schon einen Unterschied zu der... Kann ich so Holz mitnehmen? Tatsächlich. Zu der mobilen Version, ja, das hatte ich gehofft, dass es jetzt keine 1:1 Variante ist. Und das fühlt sich erstmal gut an. Hier ist technisch alles cool. Die Grafik in Saints and Sinners war halt jetzt nie irgendwie tolles AAA-Niveau oder so. Ja, das ist einfach so. Es war immer so ein spezieller Stil, der aber auch nett war. So, hier habe ich gerade den adaptiven Trigger gemerkt. Auch schön. Jetzt haben wir schon einen Revolver. Den stecke ich ein. Man wirft die Sachen einfach, also man hält sie hinter sich und lässt sie los, dann sind sie automatisch im Rucksack, ja. Das hat sich das Spiel sehr schön von Half-Life Alyx geliehen. Aber wenn wir jetzt hier durchgucken auf den Himmel, sieht es auch schon sehr nett aus. Tagebuch. Entkommen aus dem Hotel. Das schaffen wir. Das habe ich schon mal geschafft in der mobilen Version. Das schaffe ich auch jetzt. Na komm schon. Ah, schon mal daneben geschossen. Kann passieren. Und gleich geht wieder hier die Loot-Barriere los. Hier ist noch ein neues Hackelbeil. Das ist geiler als das andere. Ich stecke es trotzdem mal hinten ein. Wie ihr gerade gesehen habt, ich muss mich noch an die Tasten gewöhnen. Mit der rechten Taste, also mit der oberen Taste des rechten Controllers. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt mit Vornamen. Warte, ich gucke mal unten durch. Es ist die Kreistaste. Ja. Da ducke ich mich. Ich kann auch hier mit 2 Händen anfassen, dann ist der stabiler. Okay. Was? Oh Gott, das Geräusch, ey. Wo kommt das her? Da. Oh Mann, ey, das Spratzeln, wenn die Typen
sterben. Ist auch wundervoll. So, können wir auch ein bisschen Munition sparen. Man kann auch mit einer zerbrochenen Flasche einen Zombie töten. Zack. Hier ist ein bisschen Essen. Ich stecke alles ein. Hier ist ein Roboter. Oh, scheiße, scheiße. Jetzt sind es mehr. Nein, das ist nicht gut. Oh, fuck. Okay. Also, Magazin raus, neues rein. Das war schon mal nicht so gut. Oh. Alright. So. Mir geht's aber noch gut. Wir haben keinen großen Schaden genommen. Hier liegt überall Loot rum, Leute. Dieses Spiel macht mich fertig. Ich liebe es zu looten. So, und hier kommt auch schon so ein Moment, wo man sich ein bisschen aussuchen kann, wo man rumläuft. Ja, das macht das Spiel nämlich auch aus. Das hat halt so einen Sandbox-Mode. Wir können jetzt hier die Leiter hochgehen. Oder da hinten konnte man auch direkt die Treppe hochgehen. Ich mache jetzt mal das, denn in meinem Test der Pico-Version bin ich die Leiter hochgegangen. Ich könnte übrigens auch hier hochklettern. Ja, man kann auch klettern, wenn das angezeigt wird. Das geht auch. Scheiße. So, ich glaube, hier kommt wieder so ein Jumpscare-Türöffner. Ich gehe mal direkt in die Kammer. Genau, das wusste ich noch vom letzten Mal. Okay. Gucken. Oh gosh, sind hier viele. Alles klar. Und jetzt ist nämlich das Gemeine da vorne. Hier können wir schon mal rausgucken, ja. Also es ist so eine Mischung, ne? Manche Sachen sind ein bisschen raw, wie der Baum hier. Aber da hinten auf der Straße, da sieht es eigentlich ganz geil aus, ja, die Häuser und so. Ja, wir werden gleich da sein. Passt mal auf, ich versuche jetzt zu dem Gewehr zu gehen. Ah, das wusste ich schon, ja. Oh Mann. Aber klar. So, das passiert auch oft im Spiel, dass ihr Sachen dann bei Missionsende jemandem übergeben müsst. Die sind in einem Spezialbereich des Rucksacks. Ja, ich helfe euch. So, wir sind jetzt fertig mit ihm. Ich weiß nicht, was mit ihr ist. Die steht noch rum. Bewege die Hände zum Tagebuch. Finde ein Boot in der Nähe. Das kennen wir ja schon, ne? Gucken wir mal auf die Karte. Wir sind in diesem Haus. Hier. Und hier ist ein Boot, hier ist ein Boot. Wir können jetzt einfach erstmal ein bisschen rumlaufen. Was sind das hier? Fackeln. Blendet. Oh, ganz geil. Das kenne ich gar nicht. Blendet, lenkt sämtliche Streuner in der Umgebung ab, wenn sie geworfen werden. Cool. Würde ich mal gerne gleich ausprobieren. So, haben wir hier wirklich alles erledigt. Ihr seht es aber schon, ne? Hier ein paar Gegenstände haben auch ein bisschen expliziteres Shading, wie diese Schale und hier das Holz und so. Das sieht nett aus. Auch die Wände sind nicht einfach nur texturiert. Das hat jetzt alles ein bisschen Shading und mehr Details. Bestimmte Sachen, wie zum Beispiel diese Tür, sehen aber ja halt weiterhin so cartoonig aus, ne? Das passt aber, das ist der Stil. Web. Oh. Ich habe aus Versehen die Fackel ausgelöst, glaube ich. Geil. Die kenne ich wirklich nicht von den Mobile-Versionen. Interessant. So, hier ist wieder großes Lootorama angesagt. Ja, wir müssen einfach nur ins Boot. Aber das ist schön, jetzt können wir uns in Ruhe umsehen. Und das hier ist eine Pracht, Leute. Das sieht super nett aus, ja. Da oben haben wir eben gestanden und darunter habe ich geguckt. Du kannst sie gegen frei erkunden. Ja, das wollte ich auch. So, hier ist nämlich der Moment, wo es auf den mobilen Versionen auch super raw aussieht. Ja, wirklich nur so basic. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, Mo von VR. Und das hier ist doch recht stimmungsvoll. Schaut gut aus, ja. Auch hier so ein Auto.
Wie gesagt, es ist nicht so wie in einem fotorealistischen Spiel, das jetzt alles total echt aussieht. Aber stilkonform haben sie es hier gut gemacht, finde ich. So ein Auto zum Beispiel sieht doch ganz geil aus. So ein Busch zum Beispiel, okay. Aber darum geht es in dem Spiel auch nicht. Das passt schon alles. Ich finde, die Stimmung ist gewahrt. So. Da ist der eingebrochene Balkon. Da gehen wir jetzt rein und versuchen uns mal die Pumpgun zu holen. So, aber ich bin auf diese Dinger hier gespannt. Scheinbar muss ich sie an der Oberfläche reiben. Und dann rennen die Zombies dahin. Ja, die Taschenlampe hier macht natürlich jetzt auch wirklich einen guten Mehrwert, ja, mit den ganzen Schattierungen etc. Sehr geil. Die kann man auch loslassen, dann hat man sie hier an der Brust und sie beleuchtet weiter. Übrigens, auch wenn ich renne, verbraucht das meine Energie, von der ich halt nicht viel habe. Da muss ich auch immer aufpassen. Ich kann auch nicht ewig vor Zombies weglaufen, sondern das muss man sich genau einteilen. Das macht auch den Reiz des Spielers aus, dass man da eingeschränkt ist und nicht einfach Brute Force immer durch und alles weghacken und weglaufen kann und so weiter. Da muss ich das genau überlegen. Wenn ich jetzt tatsächlich, die entzünden sich, indem man sich hier reibt an der Wand. Das ist ja cool. Wow. Die Instrumente sehen ja scharf aus. So, das macht jetzt den Unterschied, ne? Hier sind wirklich sehr, sehr detaillierte Objekte. Das gibt es in der mobilen Version gar nicht. Eieieiei. Da liegt einer am Boden. Aber ich muss diesen Loot greifen. So, man könnte jetzt auch überall hier nachgucken. Ja, das macht man auch später im Spiel, um Loot zu sammeln, der wichtig ist, um zu craften. Wie komme ich denn hier raus? Verdammt nochmal. Irgendwie ist das die falsche Tür dafür. Leute, ich werde so viel Spaß mit dem Spiel haben. Ich weiß es jetzt schon. Das wird großartig. Wo war der Zombie? Ich habe ihn nicht gesehen. Bevor man alles geladen hat, losspielen. Gott sei Dank. So, wir sind jetzt hier rausgekommen. Ich muss jetzt rechts zum Boot. So, aber es sieht wirklich cool aus, ja. Ich mag es auch, dass heute Tag ist hier und helles Licht. Das ist auch so eine schöne Sonnenuntergangsstimmung. Na, guckt euch das mal hier an. Auch interessant. Da kommt man bestimmt mit irgendeinem Code rein, den man irgendwo findet. Großartig. Ja. Und falls ihr noch gar nicht gespielt habt, falls ihr Saints and Sinners noch gar nicht kennt, Leute, tut es. Ja. Absolute Empfehlung. Ich würde in dem Fall auch sagen, fangt mit dem ersten Teil an. Ja. Da erlebt ihr schon eine ganze Story, erfahrt alles über diese Welt hier, was hier los ist. Die Story ist auch gut. Achtet immer darauf, fleißig Loot zu sammeln und zu craften, damit ihr dann genügend Zeug habt. Mit jedem Tag, der vergeht, wird nämlich das Loot weniger und die Zombies mehr. Ja? Also wenn ihr das irgendwann am Anfang verpasst habt, dann wird es nach hinten hin einfach super anstrengend. Ich bin aber gut klargekommen. Die Spielzeit ist auch wirklich groß. Ich glaube, ich habe für den ersten Teil also 18, 19 Stunden gebraucht. Dann gab es nochmal einen kostenlosen Story-DLC, der hat auch nochmal 4, 5 Stunden gedauert. Und einfach großartig, ja. So, und jetzt gibt es einen zweiten Teil. Dort wird hoffentlich alles größer und besser. Das werden wir noch rausfinden. Mein erster technischer Eindruck hier ist Wahnsinn. Ich bin vollkommen happy gerade. Und wo müssen wir hin? Zu unserem guten Bus. Ja, im ersten Teil haben wir nämlich ein Versteck. Auf einem Friedhof steht so ein alter Schulbus. Das ist unser Versteck. Und von der Pico-Version weiß ich auch schon. Hier kommen wir mal an. Sehr nett. So. Oh Gott, hier ist auch noch Loot. Wie geil. Dass wir ein erweitertes Versteck jetzt haben, das finde ich richtig cool. So, hier kommen wir nachts an. An diesen ganzen Ständen hier craftet man sein Zeug und stellt sich Munition und Waffen her. Dafür findet man Baupläne in den Levels später, ja, beziehungsweise auch durch Loot-Material, das man sammelt, schaltet man hier die Baupläne frei. Hier geht es um Pfeile für den Bogen, den hat man auch.
und Nahrung, Medizin. Also hier ist es hauptsächlich Schusswaffen, hier sind es hauptsächlich Stichwaffen. Ja. Katana wird man sich holen können, das war mit meine Lieblingswaffe und so weiter und so weiter. Meine Güte, hier ist aber ganz schön dunkel gerade. Aber sogar so ein bisschen Bodennebel. Nice. So, und das ist unser guter alter Bus, aber der hat jetzt einen Durchbruch. Guckt euch das mal an hier. Kann ich hier einfach ziehen mit Trigger-Taste und zack. Einfach ziehen, zack. So, da gibt es später auch Explosions- und Brandpfeile und hast du nicht gesehen. Ich stecke da mal ein. Hier ist jetzt unser Verwerter. Ja? Also das Spiel, wenn man anfängt, überschwemmt einen förmlich mit Loot. Wie ihr seht, hier steht sogar in dem Wagen was. Normalerweise nimmt man jetzt das ganze Zeug aus seinem Rucksack und überlegt sich, ob man es braucht oder verwerten möchte und zu Grundelementen verarbeitet. Diese Kisten hier sind halt so mega Loot. Nee, es gibt auch einfach nur so Sammelobjekte. Ja? So, und das ist neu. Wir kommen jetzt hier hinten aus dem Bus raus und haben hier noch weitere Crafting-Stationen. Die sind offensichtlich für die Fackeln und Rüstung, die man sich auch jetzt anziehen kann. Laservisiere, sehr geil. Hier haben wir noch weitere Schusswaffen. Gas, okay. Das werden wir jetzt alles in nächster Zeit Stück für Stück erforschen. Ich wollte euch noch schnell meinen neuen Bunker zeigen. Warum auch immer man so viel Platz hat. Das muss ich auch erst rausfinden, das weiß ich noch nicht. Alter Schwede. Hier liegt so viel Stuff. Ja, im ersten Teil des Spieles ist halt immer alles knapp gewesen. Ja, man muss immer rumknapsen und hat dann gerade so genug Munition etc. Wenn man später anständig craftet, dann wird es gut. Aber das ist so ein Grundelement, ja, im ersten Teil ist man immer hinterher. Tagebuch gespeichert, Herstellung für schwere Panzerung. Wie geil ist das denn? Und hier im zweiten Teil wird man jetzt mit sehr, sehr viel Loot begrüßt. Das ist sehr nett. Ah ja, und hier steht die Schnapsflasche. Wenn ich die jetzt trinke, ist dieser Tag beendet und es beginnt ein neuer Tag. Ein neuer Tag, habe ich schon erwähnt, bedeutet, ja, meistens fangt ihr dann auch eine neue Mission an, wenn ihr eine angenommen habt. Ich habe jetzt, verwende die Flasche zum Schlafen. Ja, das ist jetzt meine Mission. Das mache ich jetzt einfach. Und der erste Tag ist um. Alle Missionen erledigt. So, und von Tag zu Tag, egal was für eine Mission ihr der Story gemäß jetzt erledigen werdet, wird das Spiel halt ein bisschen anspruchsvoller. So. Und ich würde sagen, Test bestanden. Also, das ist mein erster Eindruck zu The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution auf der PlayStation VR 2. Und der ist, um es kurz zu fassen, fantastisch. Das Spiel selber ist über jedem Zweifel erhaben, das liebe ich sowieso, das weiß ich. Und auch der zweite Teil wird wahrscheinlich geil. Ja, muss ich nicht drüber nachdenken. Es schließt storymäßig direkt an den ersten Teil an, deswegen tut euch den Gefallen, spielt den ersten Teil. Falls ihr das noch nicht gemacht habt auf einer anderen Plattform, PSVR oder sonst was, hier gibt es ja ein Doppelpackage. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber auf der PlayStation VR könnt ihr Teil 1 und 2 zusammen auch erstehen. Macht es, spielt erst Teil 1. Ihr werdet mir später danken. Schon der erste Teil ist auch echt lang und ein spannendes, cooles Spiel. Und dann macht ihr erst den zweiten Teil. Teilt euch das schön ein, denn dieses Spiel ist geil. Und man sollte es nicht einfach so runterschruppen, den zweiten Teil, und sich nicht drum kümmern, wie der erste war und so. Ja. Ich verspreche euch, dass ihr dann eine Menge gigantischen Spielspaß haben werdet. Die ganze Spielmechanik ist nämlich das, was hier den Witz ausmacht. Ja. Das Craften und Looten mag ich persönlich super gerne hier. Das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ja, manche sagen, ich möchte nicht so viel craften oder looten müssen, ich will einfach nur ballern. Dafür werdet ihr dann aber auch mit einer fantastischen Shooter- und Hack-and-Slay-Mechanik belohnt. Ja. Wenn ihr mit den Zombies oder auch Menschen übrigens kämpft, das fühlt sich sehr gut an. Das Trefferfeedback ist fantastisch. Alle Waffen haben eine geile Haptik. Das macht einfach Spaß. Hier wird übrigens jetzt natürlich auch
der adaptive Trigger benutzt. Ich habe jetzt nur die Pistole benutzt die ganze Zeit. Wir hatten doch hier so einen Colt. Muss ich auch mal gucken, ob die sich anders anfühlt. Ja, da muss ich mehr durchziehen. Interessant. Das wird auch nochmal spannend mit den ganzen Gewehren. Und vor allen Dingen mag ich das Sandkastenprinzip. Ja, ihr habt eine Mission, der ihr folgt. Die Story gibt euch das dann immer vor. Irgendwelche Leute wollen was von euch oder so. Und wie ihr die erledigt, ist euer Ding. Ja? Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr durchschleicht oder Brute Force durchgeht, euch mit Leuten verbindet, die wieder verratet und so weiter und so weiter. Das hat mich vollkommen fasziniert. Es sind immer so kleine Sandbox-Levels, in dem ihr dann seid in der Stadt. Und da könnt ihr alles machen, wonach euch ist. Hauptsache, ihr erledigt die Mission. Großartig. Bestes Spiel auf der PlayStation VR im Nachhinein. Wartet mal, nein, da gibt es 30 beste Spiele. 50. Aber es gehörte definitiv auf meiner Liste zu den besten 10 Spielen auf der PlayStation VR. Und überhaupt in VR, muss ich auch sagen. Große Empfehlung. Ich bin sehr glücklich, dass es technisch hier vollkommen abliefert auf der PSVR 2. Danke Skybound. Ihr habt einen einfachen Mutensen sehr, sehr glücklich gemacht. Nachdem ich das erledigt habe, würde ich mich super freuen, wenn ihr mir ein bisschen eure Meinung in die Kommentare schreibt. Ja, auch gerne eure Erlebnisse mit dem ersten Teil. Ich würde mich über ein Wapki-Däumchen unter diesem Video freuen. Abonniert habt ihr sicher schon. Und damit bin ich erstmal raus. Mutensen, Ofan VR, immer für euch da. Bye bye.